Was sehr wichtig ist, wenn er einen Kontakt nachher herstellt, den Beweis, dass die Person da ist, müssten Sie geben, weil er kann ja nicht sagen, das ist die Person. Es muss schon eine Zustimmung da sein, ob das die Oma ist, die Tante. Okay. See, I can't validate it for you. I can't say yes and no to it. Only you can do that. Okay? Also das Bestätigen, das ist Ihr Part, dass Sie ja, nein, vielleicht sagen, aber bitte nicht zu viel Information geben, weil er möchte das nicht, dass da kein Einfluss ist. And if you can also try to remember too, that yes, it could be your family coming through, but it could also be someone you knew quite well in life too. Ja, es muss nicht unbedingt ein Familienmitglied sein, es kann auch ein sehr guter Freund, Nachbar, Bekannter sein, der durchkommt. How do you say the name? Carl. No, that's female. Male. Carl. Yeah, man. Yes, Carl. is it spelled with a K? Yeah, K-A-R-L. Yes, does someone get Carl? Will you please watch in your new work where you connect with Carl? Also auf dem neuen Arbeitsplatz, wo Sie sein werden, wird es einen Karl geben, auf den sollen Sie ein bisschen achten. Okay. Yes, and he wants to show that this person Carl will help you. There's a help. Yeah, it's positive, very positive. Sehr positiv. You don't understand that, you see. He wants to. But will you take your father's love and know he's with you? Und der Papa gibt seine Liebe und Sie sollen es Now let me explain this to you. Your mom's mother came in too. Es ist die Mutter von der Mutter da. Ja. Yes, but would you also have a mother who passes? Ist die Mutter auch gestorben? Nein. Okay. Could you understand? You see, you've a grandmother coming in. She's the mother of your mother. Yeah. Mutter der Mutter ist da. Okay. Would you understand that you felt that your mother didn't always get an easy upbringing? Sie hat das Gefühl, dass die Mutter, also ihre Mutter, es nicht einfach hatte in ihrer Kindheit, während sie aufwuchs. Yeah. Because her mother feels sorry that her daughter, your mother, in earlier childhood and teenage years didn't always get life easy. Sie bedauert es sehr, dass ihre Mutter es in der Kindheit, als sie aufwuchs, es nicht sehr leicht hatte. Es tut ihr leid. Yeah. That would make sense. Yeah. And she's very proud of your mother being a good mother to you. Sie ist sehr stolz darauf, dass ihre Mutter so eine gute Mutter zu ihnen war. Okay. But you have to be patient with her. Aber sie sollen mehr Geduld haben mit der Mama. It isn't always easy. Es ist nicht immer so einfach. Yes, you see. But look, you have a good mother. Aber sie haben eine gute Mutter. Yeah. She is a stepmother and a birth mother. No. But she understands what it is. No. I think she is talking about. You see, you would know both your mothers. You would know stepmother and birth mother. Yes. Yeah. But it was your birth mother who had the difficult upbringing. Aber die Mutter, die sie zur Welt gebracht hat, die hat es so schwer. Yeah. Do you understand that? You say, yeah. And she loved them. Yeah. Also von ihnen beiden in der zweitletzten Reihe ist eine Mutter von ihnen an Krebs gestorben. Yes, the lady in the green. Yes. Because I have a mother comes into you and she wants to make me aware that there was a difficult cancer with her. Die Mutter möchte ausrichten, dass sie einen schwierigen Krebs hatte. Yeah, and would you understand that your mother's cancer became terminal very quickly? Dass es sehr schnell tödlich dann verlief. Yes. And can you understand too that she didn't want hospital? Und sie wollte nicht ins Krankenhaus oder wollte nicht im Krankenhaus behandelt werden. Can I hear your voice? You'd have to say yes or no. Yes. Yeah. And would you also understand that she didn't want to be heavily medicated? Und sie wollte auch nicht Medikamente nehmen. Yes. No medication. Sie wollte das nicht. You see, because she took charge of how ill she was with her cancer. She didn't want medication, and she really didn't want hospital. Sie hat die Verantwortung übernommen. Sie hat gesagt, ich will keine Medikamente und ich möchte auch nicht ins Krankenhaus. Yeah. Does that make sense? Das hat sie so entschieden. Es wurde trotzdem nicht so erfahren, dass es war. Yeah, you understand. Now, she also wants to let me see too and make me aware where you took time to look after her. Und sie lässt ausrichten, dass sie sich Zeit genommen haben, um sie zu kümmern. Yeah, but would you understand that you felt you didn't do enough? Würden Sie das verstehen, wenn die Mutter sagt, Sie haben das Gefühl, dass Sie nicht genug gemacht haben? Yes, and she says you have to leave here tonight and know you've done everything you could. Die Mutter
Mutter lässt ausrichten, wenn sie heute hier weggehen, dass sie wissen, dass sie wirklich alles getan haben, was sie konnten. Because you carry a guilt thinking you didn't do enough when you did do enough. Und sie tragen immer noch diese Schuld mit sich herum, dass sie denken, sie hätten nicht genug getan. You'd understand that, yeah. And she says you've carried that feeling for an awful long time. Und dass sie dieses Schuldgefühl schon sehr lange mit sich herumtragen. Okay? And she says, let it go. Und sie hat gesagt, sie You sollen let das that go. loslassen. If you're thinking tonight, what could make my mother happy, I'll let go of this feeling. Wenn sie lässt ausrichten, wenn sie jetzt nachdenken, womit könnte ich meine Mutter glücklich machen, dann werden sie sagen, ich lasse jetzt dieses Schuldgefühl los. You see? Her aunt. Yes, but Aunt Margaret is dead too. Tante Margrethe ist tot? Ja. Yes, because you have a Margaret comes in here. Aunt Margaret. Ist hier. Tante Margret ist hier. Yeah? No, hold on. Do you understand there's a Margaret and she is dead? Gibt es eine Margret, die verstorben ist? Yes. Well, she wants to talk to you. Sie möchte mit Ihnen sprechen. Yeah, yeah. She's dead, you've come to a demonstration and she wants to talk to you through a Tante medium. Margret ist hier, weil Sie hier zu der Veranstaltung gekommen sind. Yeah, that's what happens. Das ist passiert. They come in and talk. Sie kommen und reden dann auch. Ja. Yes, but Margaret was related to you. Sie war mit Ihnen verwandt. Yes. Now does it make sense? Jetzt macht es Sinn. Sie wissen, wer es ist? Ja. Yes, you see? Yes. And Margaret also was different in personality from your mother. Und sie hatte einen anderen Charakter als die Mutter. Ja. Different character. Ja. Yes. Can you understand that your mother and Margaret may not have always agreed on everything? Und dass Margaret und ihre Mutter nicht immer derselben Meinung waren. Yeah, because could I tell you they weren't always the best of friends? Sie waren nicht immer die besten Freundinnen. Ja. Yeah, it makes sense. Because when your mother comes in and your Aunt Margaret comes in, but these two ladies could have disagreed with each other. Also die sind zwar beide da, aber es gab dann manchmal so Meinungsverschiedenheiten. Yeah, if I told you that in life they were best of friends, you'd say no. Wenn er jetzt behaupten würde, als sie lebten, waren sie die besten Freundinnen, würden sie auf jeden Fall Nein sagen. Yeah. So, but your mother felt that Margaret could be difficult. Und ihre Mutter dachte, dass die Margaret, hat immer das Gefühl gehabt, die Margaret wäre ein bisschen kompliziert, schwierig. Die Mutter hat das gedacht. Ja. Yeah. Because your mother feels that Margaret sometimes could have made trouble for her. Weil manchmal die Margaret ihrer Mutter Ärger gemacht hat. You understand? Now, they're not coming in here arguing or fighting. They're just trying to show me what they were like with each other. Sie sind jetzt nicht hier und streiten, sie zeigen nur, sie betonen es nur so sehr, dass sie auch erkennen. Okay? Because honestly, when they pass to the spirit world, that type of thing drops away. Ja. Sagt, also es ist wirklich so, wenn jemand stirbt, diese ganzen Sachen, das lassen die alles hinter sich. Yeah, and would they also, as well as I can here, there's a lady down there, you're sitting at the back, yes, you're wearing pink, can I work with you? Yes, that's okay. Yes, can I explain to you, would you have a husband who passes to the spirit world? Haben Sie einen Ehemann, der verstorben ist? Right, a father? Vater? Yes, okay, I'll see why there's two men there, okay? Because there is two. Es sind zwei Männer da. There is two there, okay. Now, could I also explain to you too, when I get your father coming through here, he wants to meet me where with this gentleman at one time connected to military? Dieser Mann, der jetzt gerade da ist, war er Militär in der Armee? Oder hatte Verbindung zur Armee? Ja. Yes, and can I also explain to you too, that when I get him coming through here, would you understand last year, and more last year, with yourself, that health could have been up and down a bit? Die Person, die jetzt gekommen ist, sagt, dass sie letztes Jahr, at the beginning of More last year. also eher letztes Jahr, sie gesundheitliche Probleme hatten. Yeah, but the health is better now. Aber die Gesundheit ist jetzt besser. You see, he wants to show, you see, your father's message to you is, inwardly, you're worrying about health. Der Vater lässt ausrichten, dass sie sich innerlich Gedanken machen über ihre Gesundheit. Okay? And your father wants to take away the worry of health. Und der Vater möchte, dass ihnen die Sorgen nehmen kann über die Gesundheit. Okay? Now he wants to tell you something. Okay? Möchte was ausrichten. Do you know if you think about something often enough, it happens? Wenn sie oft genug an was denken, dass dann auch geschieht. Okay? So don't think of yourself as ill,
think as yourself as healthy. Sie sollen nicht über sich nachdenken, dass sie krank sind, sondern sie sollen darüber nachdenken, dass sie gesund sind. Yes, okay. Because your father wants you to see where health improves. Möchte ausrichten, dass sie an einen Punkt kommen, wo sie sehen, dass die Gesundheit sich verbessert. Okay. Now, can I also explain too, when I get your father come through, could you also understand that he felt he may have dropped a lot in physical weight before passing? Richtet aus, dass bevor starb, dass sehr stark abgenommen hat. Yes, because if you look at your father's build, he went down and down and got thinner and thinner. Wenn man seine Statur betrachtete, konnte man sehen, wie er immer mehr abnahm und immer dünner wurde. Okay, yeah. Do you know that he makes me aware that he had to maybe sleep sitting up? Macht ihm bewusst, dass wenn er schlief, dass im Sitzen schlafen musste. You see, your father became very ill. Er wurde krank. Yes, and he feels that he didn't have a life anymore. And there was long-term illness, and he was ill for a long time, and no quality of living. Er hat gemerkt, dass er krank ist, dass er sterben wird, und dass keine Lebensqualität mehr da war. Yeah, you'd understand that. Yeah, and what he wants to make me aware of is, and try to show to me, you see, that how inactive he'd become, how illness had dominated him, and there was no quality of living. Ja, dass diese Krankheit sein ganzes Leben dominiert hat und dass er einfach keine Lebensqualität hatte. Okay. Yes. Now, he also wants to make me aware here too, or want to show this to me, that can you understand that he knows someone, now not you, but another family member is going to hospital at the moment. Möchte darauf aufmerksam machen, dass es jemand innerhalb der Familie, connected to the family, der mit der Familie zu tun hat, jetzt ins Krankenhaus kommt oder schon ist. You see, he feels that there is, because someone has to go for tests. Jemand muss ins Krankenhaus für Untersuchungen gehen. You see, and he wants to make me aware that the tests will be fine. And there will be no problems. Dass diese Testergebnisse in Ordnung sein werden, es gibt keine Probleme. Yeah, it's important to say that, okay? Yes, but will you hold on to the message, and then in a few weeks you'll understand what I mean. Behalten Sie das in Erinnerung, ein paar Wochen werden Sie das verstehen, was okay. Now, can I also explain to you too that your father wants to show and make me aware here that he never complained, even though how ill he was. Möchte sagen, dass der Vater, egal wie krank er war, hat nie sich beschwert. Yes, and he put on a very brave face and had a lot of dignity. Er hat immer Mut gezeigt, oder? Yeah. Hat viel Würde bewahrt. Could it also be understood where a cancer may have come into? Kam auch Krebs dann dazu? No, okay. Could you understand it was an illness that could be similar though? Gab es eine Krankheit, die so ähnlich war? Well, you see, but the illness would have made him drop a lot in weight. Aber diese Krankheit hat dazu geführt, dass er so abgenommen hat. Yes, and could you understand that his immune system would have got weaker? Und dass sein Immunsystem immer schwächer wurde. Yeah, and could you understand that he'd have been open to infections? Dass er sehr empfänglich war für Infektionen. Yeah, you'd see. So he feels when he died that it was a good thing, a very good thing. Der Vater möchte ausrichten, dass als er starb, dass es eine gute Sache war, dass es in Ordnung war. You understand? It was a release. Es war eine Erlösung. Yeah. Now, would you also understand? Do you have a daughter who's living? Haben Sie eine Tochter? Yes. And would you understand you've been worried about that daughter? Dass Sie sich Sorgen machen über die Tochter. Yes. Yeah. And could you understand your father saying to you, you love her, but you don't always love her behavior? Der Vater lässt ausrichten, Sie lieben Ihre Tochter, aber nicht immer ihr Verhalten. Yes. Because he wants to tell you that you have there's difficulty with your daughter. Dass Sie Schwierigkeiten mit der Tochter haben. Okay. Yeah. Here, I might be with one of these ladies here. If I can explain this. Eins von den Damen. Weil wir übergehen. I'll hold this back a wee bit here. Too much feedback from it. Right. The lady with the turquoise on here. Yes. Yes. Would you understand that your mum's father's passed, your grandfather? Ist der Großvater mütterlicherseits gestorben? Yeah. Yes, you see. And would you also understand when this gentleman comes through here that he wants to make me aware and show to me that he did have a connection to you? Dass dieser Großvater eine gute Verbindung mit ihm hatte? Yeah, okay. Now,
his wife would come through too. Und seine Frau kommt jetzt auch durch. Yes, you see, and so these are the parents of your father. Das sind die Eltern vom Vater. Yeah, you don't understand. See, and I want to explain here. Your grandmother that comes in, your father's mother. Yeah, okay. Would you have ever lived with her at one time? Die Großmutter, die jetzt durchkommt, also vom Vater, die Mutter, haben Sie eine Zeit lang bei dieser Oma gewohnt? Nein. Okay, but could you understand being close with her? Sie waren ihr nah. Ja. Yes, you see. And would you understand that when she comes through here too, she wants to make me aware and show to me that if I could explain this to you, she feels that sometimes there's a bit of spirit activity in your home. Die Oma die Großmutter lässt ausrichten, dass bei ihnen spirituelle Aktivitäten sind im Haus. Yes, but that would only be her, and you're not to think it's a bad spirit. Das ist kein böser Geist, das ist die Großmutter. Okay. Yes. Yeah. But sometimes in your house things happen. Manchmal geschehen Dinge im Haus. Yeah, you see, and that's only coming from the energy of your grandmother. Das ist von der Energie von der Großmutter. Okay. Yes. You see. Now, your grandmother wants to also show to me too and make me aware. Would there also be a little girl who would have passed the spirit? Die Großmutter macht ihm bewusst, dass da noch ein kleines Mädchen ist, die gestorben ist. Yeah, there is, because she wants to show a child passing into the spirit world on her side, a female child. Ein Mädchen von ihrer Seite, also von ihrer Familie. But it would be her side, show to me. Could it be understood when she comes in with her husband, they have a son in the spirit world too? Und dass sie auch einen Sohn in der geistigen Welt hat. Yes, but that would be your father? Das wäre ihr Vater? No, or your uncle? Yeah. Now, do you see when your uncle comes in? Yeah, when your uncle comes in, would it be understood where he had a family too? Der Onkel hatte auch eine Familie. Yes, because that's why I'm picking up father in him. Okay? Das kommt deshalb diese väterlichen Gefühle. Okay. And would you understand that your uncle felt he connected well with your father, his brother? Und dass der Onkel mit dem Vater von ihm eine gute Verbindung hatte. Yes, and they were very close. Sie standen sich sehr nah. Yes, and would you also understand that he wants to make me aware that when he comes in here, he feels, if I could explain this to you, your uncle wants to show to me that his family don't keep the same contact up. Do you just see what I mean? I'm sorry to lose you, ja. Right. Also der Onkel möchte ausrichten, dass die Familie also von ihm nicht so den Kontakt aufrechterhält. Yes, because since his death, they don't make the same connection. Seit er verstorben ist, haben die nicht mehr diese Verbindung. Okay, now he feels that could disappoint your father. Das enttäuscht den Vater. Er hat das Gefühl, dass es ihren Vater traurig macht oder enttäuscht. But your father just accepts it. Aber er akzeptiert es, er nimmt es hin. Yeah, you see, but when your uncle was alive, there was a better connection. Aber als er noch lebte, war die Verbindung besser. Okay, yeah. Now, he also wants to, your uncle wants to show to me too and make me aware that when he comes through here, that he remembers you and he knows you would have got on with them all right, your father's brother. Also der Onkel, der jetzt durchkommt, möchte ihn bewusst machen, dass yes, her uncle got on with her. Er hat sie gemocht, es gab eine gute Verbindung zwischen ihnen. Yes. And can I also say that he wants to show to me, but his father was difficult. The father comes in. Aber der Vater war ein bisschen schwierig. Yes. Now, your grandfather gave them a hard time when he was a father. Weil der Großvater war sehr schwierig zu den Jungs gewesen. When they were young. Also zum Onkel und zum Vater war er sehr schwierig, der Großvater. If you ask your father, fragen Sie Ihren Vater bitte, that his father could have been a bit strict. Dass sein Vater sehr streng war. You see? Yeah, but you see, the grandfather could have been a bit difficult. Er war ein bisschen schwierig und streng. Aber es müsste Opa gewesen sein, der Vater ist früh gestorben. Nee, the grandfather was strict. Yes, the grandfather, not your father, the grandfather. Also der Großvater, der Vater von ihrem Vater war sehr streng und hat es ihnen schwierig gemacht. Er starb sehr früh. He died Yes, but their memories of him, before he died young, you see, when he comes in, you see, he wants to show, because he was their father. Er war ja ihr Vater, das sind seine Erinnerungen aus seiner Kindheit,
dass so war. But there was a little level of strictness with him. Aber streng. Okay? Now, can I also explain too that your uncle wants to show to me and make me aware here that your father, you see, he's a great love for him, and your father was always protective of him as a brother. Also der Onkel jetzt durchkommt, hat ihren Papa, ihren Vater sehr geliebt, aber ihr Vater war immer sehr beschützend. Er hat immer den Onkel sehr beschützt. Okay, yes. And would someone have the name like Robert? Gibt es einen Robert? Our initial. But they pass too. Our initial. First letter would be R. Der Name fängt mit R an, ist auch gestorben. Es gibt einen Robert, ja. There's a Robert. Yes, but that Robert has passed. Aber der ist auch gestorben. Yes, because when I make the link for you and I bring in your grandparents and your uncle, they also have a Robert who connects to them too. Also die Großeltern und der Onkel sind da und sie haben einen Robert dabei. Okay, der auch mit ihnen Verbindung hat. Robert who comes in would remember your father. Und Robert kann sich an den Vater erinnern. Yeah, and Robert got on with your father. Ja, Robert und ihr Vater haben sich gut vertragen. Yeah, because would it be understood where Robert would have been an uncle to your father? War der Robert ein Onkel vom Vater? Okay, but he was related to him. Aber er war verwandt mit ihm? Nein. Okay, well, I've got Robert who comes in. Okay. Der Robert, der hier ist. But Robert got on with your father. Aber er kam sehr gut mit dem Vater klar. And they were good friends. Die waren gute Freunde. And Robert considered your father like family. Und er hat den Vater, der Robert hat ihren Vater als Familie betrachtet. You see, yes? And Robert felt that he could trust your father with anything. Der Robert dachte, dass er mit dem Vater, er kann ihm alles anvertrauen. Yeah, because their relationship was as good as brothers. Ihre Beziehung war so, dass wie Brüder. Yeah, you understand that? Verstehen Sie yes, das? yes. And Robert remembers coming to your family. Und Robert kann sich erinnern, dass er die Familie von ihnen besucht hat. Do you understand that? Yes. Yes. You see, because I think you would need to maybe talk to your father about his friend Robert. Er denkt, dass sie mit dem Vater über Robert sprechen sollen. Yeah, but you would understand that Robert got on very well with your father. Sie würden verstehen, dass die zwei sich gut vertragen haben. Yes, you see. Now, he just wants to show to me there's nothing wrong with your father, but he feels your father needs to be more wise with his health. Ja, also keine Bedenken jetzt haben. Er sagt nicht, dass der Vater krank ist, aber der Vater soll ein bisschen mehr auf seine Gesundheit achten. Okay, you see what I mean? And he feels your father could get difficulty in his stomach area. Er könnte Probleme sonst in den Magen bekommen. Yeah, okay. And it comes because of bad diet. Es kommt, weil er sich schlecht ernährt. Okay, you see what I mean? Yes, but he knows your father could reduce that or change it. Aber er weiß, dass ihr Vater das reduzieren kann und ändern kann. Because Robert sees many more years for your father here. Weil er sieht noch viele Jahre für den Vater. Yeah, you'd understand that, you see. But and Robert wants to show there's a photograph of him and your father. Es gibt ein Foto von Robert und ihrem Vater. Yeah. Yes, and he wants to also show to me and make me aware that to your father he felt the greatest loyalty. Ja, also das Gefühl zu ihrem Vater, er hat die größte Loyalität empfunden. Yeah, you understand that. Yeah. And if you tell your father tonight after this demonstration that his friend Robert came in, you make Robert quite happy. Ja, also ich möchte, dass Sie Ihrem Vater das sagen, wenn Sie nach Hause kommen, dass der Robert da war. Und es würde den Robert sehr glücklich machen, wenn Sie es ausrichten. Now, Robert wants to tell you something. Do you go to what you call a development group? Gehen Sie zu so einer Entwicklungsgruppe? Have you heard of a development group? Well, it's where you develop. Es gibt eine Gruppe, wo man sich weiterentwickelt, oder? Yeah. You see. Look, you don't just become a healer. You just don't become a medium. Man wird nicht einfach ein Heiler oder ein Medium, man geht in eine Gruppe und man entwickelt das. Okay, now this man Robert feels that you have an ability to do healing. Der Robert sagt, dass Sie die Fähigkeit haben zu heilen. You see? Okay, yes. And have you also heard of a thing called Reiki? Kennen Sie Reiki? Nur vom Hören. Yes, okay. He thinks you'll do Reiki. Er denkt, dass Sie Reiki machen werden.
because that man sees in you a spiritual development, and he sees that you would also at some stage be interested in healing. Er sieht, dass Sie eine spirituelle Entwicklung machen und dass Sie in Zukunft mit Reiki heilen werden. You see? Okay. Now, would you know he wants to tell you ordinary churches don't interest you? Dass eine gewöhnliche Kirche, normale Kirche, Sie nicht so interessiert. You see? He feels that you become more spiritual Sie werden in your mehr outlook. spirituell. Yeah, I think this lady should be talking for you because she knows. She seems to know what I'm talking about. Sie weiß, worum es geht. Okay. Yes, but I'm telling you, she's smiling at. She knows. Sie lächelt, weil sie weiß. Okay, but listen, everybody starts somewhere, and you can come to development classes. You can come to a development class. You can do workshops. You see, if you decide what Robert's telling you tonight, it can be developed. Wenn Sie sich entscheiden, was Robert Ihnen jetzt ausrichtet, es gibt Kurse, es gibt Seminare, es gibt Gruppen, wo man sich treffen kann, und man muss irgendwo anfangen. Okay, and if you can explain to your father tonight too that his brother came in. Und bitte richten Sie Ihrem Vater aus, dass sein Bruder auch da war. Do you understand? You see, because I really do feel that your uncle here had a great connection with your father. Und dass der Robert eine sehr gute Verbindung hatte. You'd understand that, you see? Yeah. And could I also explain to you too, and make you aware that your grandmother wants to show to you that you'll always know she's around because you'll always find feathers. Die Großmutter lässt ausrichten, sie ist immer bei Ihnen, und um das zu bestätigen, werden Sie immer mal Federn finden. Okay? Yes, but please, honestly, listen to the message that Robert gave you, because these things can be developed later. Denken Sie bitte immer daran, was Robert Ihnen ausgerichtet hat, weil diese Dinge können Sie später alles entwickeln. Yeah, you don't have to be born right away to it. Sie werden nicht sofort darin geboren sein, man kann das sich dann nach und nach. Okay. Now, I'm going to pass you over here to Manfred and Karen, because I know they're about to